Jetzt müsst ihr die Technik hier machen. Jetzt bin ich nämlich derjenige, der die nächsten Slammer ankündigt. Es ist Emanuel Willert. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Er kommt aus Berlin. Er arbeitet an der TU Berlin, wenn ich mich nicht täusche. Und er bringt heute, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir ein sehr gemischtes, ich sag mal, Programm vor uns haben, gemischte Inhalte. Und auf den nächsten Beitrag freue ich mich ganz besonders, weil es ist tatsächlich einer, der sich mit Kunst beschäftigt, beziehungsweise er ist künstlerisch. Es ist ein Science-Märchen mit dem Titel Auguste und August. Ich muss es selber ablesen, es tut mir leid. Wo ist der Zettel? Ja. Auguste und Augustine, genau. Ein Science-Märchen mit einem offensichtlichen Ausgang, was immer das bedeutet, ich weiß es selber nicht. Er hat keine Folien, es ist nämlich ein Gedicht und es steht noch hier ein Grim-on-Disc-Experiment. Ne? Also wir haben offensichtlich jemanden, der sich mit Märchen und Poesie und Literatur auskennt. Er hat auch geschrieben, er würde gern ein Buch von, jetzt muss ich wieder ablesen, tut mir leid, Karl Popper. Ich musste vorher tatsächlich mal gucken, wer Karl Popper war. Das ist ein Philosoph und er möchte gerne das Buch von Karl Popper über Tribologie lesen. Begrüßt mit einem herzlichen Applaus Emanuel Willert von der TU Berlin. Und er kommt. Dezenter. Pass auf, ich pack dir noch das Mikro rein. So, wie er gesagt hat, dezenter. Ein Stück zurück. Einen wunderschönen guten Abend. Also es ist kein Gedicht im gereimten Sinne, sondern ein Märchen. Aber, also jedenfalls, mein letzter Slam ist über 7 Jahre her und abgesehen davon, dass ich bestimmt eine gewisse Oxidschicht angesetzt habe, hat sich in dieser Zeit in meinem Leben sehr viel verändert. Unter anderem bin ich Papa geworden und habe in diesem Zusammenhang, habe in diesem Zusammenhang sehr viel gelesen und vorgelesen. Und zum Beispiel habe ich in diesem wunderschönen Buch eine Geschichte gefunden, die, denke ich, sehr zum heutigen Abend passt, aber die man trotzdem mit Kinderohren vor dem Einschlafen hören sollte. August und Augustine, ein Science-Märchen. Vor langer Zeit lebten in einer französischen Kleinstadt die Geschwister Auguste und Augustine. Im Sommer, bevor die beiden an die Universität gehen sollten, spazierten sie eines Morgens durch einen hellen Wald und diskutierten angeregt miteinander über die Konsequenzen der Newtonschen Mechanik, über die Idee der Willenskraft des Individuums. In dem Wald wohnte aber eine mächtige Zauberin, und wenn ein Mann ihrem Schloss zu nahe kam, erstarrte er zu Stein. Vertieft in das Gespräch überquerte August die unsichtbare Linie und versteinerte. Die Zauberin erschien und sprach zu Augustine: Komm bei Sonnenuntergang zu meinem Schloss. Wenn du 3 Aufgaben bestehen kannst, soll dein Bruder erlöst sein. Sie verwandelte sich in eine riesige Eule und trug den versteinerten August davon. Augustine ging traurig weiter. Lass den Kopf nicht hängen, hörte sie eine freundliche Stimme. Ich kann dir helfen. Hinter ihr stand eine kleine Gestalt. Wer bist du denn? Ich bin das Kind des Waldes, antwortete die Gestalt. Sozusagen die Reaktionskraft zu der Alten da drüben, die den Wald im Gleichgewicht hält. Und wie kannst du mir helfen? Fragte Augustine skeptisch. Ich kenne die erste Aufgabe. Naja, so ungefähr. Du wirst gegen die Alte würfeln müssen. Hier hast du 3 perfekte Würfel. Sie sind absolut homogen und vollkommen geformt. Die Gestalt drückte Augustine die Würfel in die Hand und verschwand. Augustine hatte durch die Begegnung wieder Zuversicht gewonnen. Den Rest des Tages verbrachte sie damit, die Kreiselgleichung des Würfels zu lösen und durch schiefe Ebenen ihre Reibungskoeffizienten mit verschiedenen Unterlagen zu bestimmen.
Bei Sonnenuntergang stand sie mit den Würfeln fest in der Hand vor dem Schloss der Zauberin. »Hast deine eigenen mitgebracht, was?« fragte die Zauberin. »Lass mal sehen.« Einer der Würfel flog zu ihr und sie ließ ihn auf einem kleinen Tisch rollen. Eine 6. »Interessant«, sie lächelte vielsagend. Etwas genervt nahm Augustin den Würfel und warf eine 2. »In Ordnung«, fuhr die Zauberin fort. »Als erstes würfle bitte hintereinander eine 1, eine 3 und eine 6. Augustin würfelte. 1, 3, 6. Nichts leichter als das. »Gut, für die anderen Aufgaben muss ich dir drinnen etwas zeigen«, sagte die Zauberin und führte Augustin in das Schloss und in einen großen Saal. Dort standen ein Tisch mit 6 riesigen, bunten Würfeln und eine lange Steinplatte auf massiven Füßen. Die Zauberin deutete auf die Würfel. Jeder dieser Würfel hat auf jeder Seite unterschiedliche Beschichtungen. Welcher Würfel wird auf welcher Seite am besten über diese Steinplatte dort reiten? Augustin betrachtete die Würfel. Einer hatte eine graue, matt glänzende Seite und sie erinnerte sich, wie sie als Kind mit Graphitstein gespielt hatte. Der hier, sagte Augustin und stellte den Würfel mit der Graphitseite auf die Steinplatte. Richtig, sagte die Zauberin. Und nun lass den Würfel über die Platte gleiten, nacheinander bis zu diesen Markierungen mit den Nummern 1, 3 und 6. Du darfst sogar vorher üben. Nach einigen Versuchen ließ Augustin den Würfel über die Platte gleiten. Bis 1, dann bis 3. Beim 3. Mal blieb der Würfel kurz vor der Markierung mit der Nummer 6 liegen. »Verloren«, rief die Zauberin mit gespieltem Bedauern. »Du hast vergessen, dass die Beschichtung durch das Gleiten verschleißt.« Augustin traute ihren Augen nicht. »Sei nicht traurig«, fuhr die Zauberin fort. »Du kannst in einem Jahr wiederkommen und es noch einmal versuchen.« Also ging Augustin nach Hause, baute ein Tribometer für Flat- und Diskversuche mit Graphitbeschichtung und wurde so zur ersten Tribologin der Welt. Und nach langen, langen Jahren der mühsamen Verschleißforschung bestand Augustin die 3. Aufgabe der Zauberin und erlöste ihren versteinerten Bruder. Eine Frage musst du mir noch erlauben, während dein Abschlusssong läuft. Wenn du das deinen Kindern vorliest oder deinem Kind, sagen die dann nochmal und wollt das am nächsten Abend nochmal hören? Und wenn ja, was sagen die, was ihr hören wollt? Bitte? Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert. Ja, dann probier's doch mal. Wie alt ist dein Kind? 3. Ja, da könnte man langsam anfangen, sich für tribologische Problemstellungen zu interessieren, oder?